Hallo euch allen da draußen an den Bildschirmen und herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe von... Wie nenne ich das Ganze denn jetzt überhaupt? Thema der ersten Folge ist das Fotografieren im Wald und da brauche ich gar nicht weit für fahren. Ich habe hier nämlich einen wunderbaren Wald direkt um die Ecke bei mir vor der Haustür. Das heißt, ich packe jetzt meinen Fotorucksack, schnall mir den auf den Rücken, ziehe die Wanderschuhe an und dann geht's ab in den Wald und wir sehen uns da gleich wieder. Ich bin heute im Stadtwald von Bottrop unterwegs und es geht, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, heute um die Waldfotografie bzw. wie man im Wald schöne Bilder hinbekommt. Ja, der erste Schritt, wenn ihr im Wald schöne Bilder fotografieren wollt, ist natürlich euch so ein bisschen mit der Umgebung vertraut machen. Das heißt, ich renne jetzt hier einfach mal so ein bisschen durch den Wald, gucke, wo finden sich schöne, interessante Motive, was kann ich schön in Szene setzen. Hier haben wir zum Beispiel diese umgekippten, alten, knorrigen Bäume. Groß bewachsene Äste sind auf dem Boden und ich bin mir ziemlich sicher, da findet sich das eine oder andere schöne Motiv. Wir gehen jetzt einfach mal so ein bisschen durch den Wald und gucken, was sich da so findet. Tatsächlich muss ich jetzt gar nicht so lange suchen und habe direkt nach ein paar Minuten hier so einen schönen kleinen Bachlauf gefunden. Ist natürlich jetzt nicht so super spektakulär, aber ich denke mal, für das ein oder andere schöne Foto reicht's. Ich werde jetzt also mal meine Kamera auspacken, mein Stativ aufbauen und dann gucken wir mal, was hier so geht. Ja, ich habe jetzt schon mal meine Kamera in Position gebracht und wenn ich hier durch den Sucher gucke, dann sieht das schon ganz vielversprechend aus. Folgende Einstellung habe ich für euch. Ich benutze hier einen Weitwinkelzoom von 17 auf 40 mm. Dann fotografiere ich im manuellen Modus. Das heißt, ich stelle hier mein Modus-Wahlrad auf M. Das hat den Vorteil, dass ich wirklich alle Parameter selber bestimmen kann. Den ISO-Wert, die Blendenöffnung, die Verschlusszeit und somit habe ich die größte Flexibilität und habe den besten Einfluss darauf, wie mein Bild am Ende wirkt. Ja, dadurch bedingt, dass ich ein Stativ mitgebracht habe, habe ich natürlich die Möglichkeit, auch bei längeren Verschlusszeiten gut zu arbeiten. Deswegen habe ich meinen ISO-Wert schon mal auf den möglichst niedrigsten Wert gestellt. Das ist hier bei dieser Kamera ISO 100. Somit vermeide ich ganz einfach Bildrauschen im Bild und habe somit die höchstmögliche Qualität. Die Blende habe ich jetzt eingestellt auf 11. Das ist ein guter Wert, um wirklich genügend Tiefenschärfe reinzubekommen. Und dadurch ergibt sich jetzt hier eine Verschlusszeit von 0,6 Sekunden. Das würde ich nicht mehr empfehlen, Freihand zu arbeiten. Oh, da sind Eichelhäher, die machen gerade mächtig Rambazamba. 3 Stück. Wie dem auch sei. ISO 100, Blende 11 und eine Verschlusszeit von 0,6 würde ich nicht mehr empfehlen, Freihand zu halten. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich das Stativ eingepackt habe. Fokussieren werde ich tatsächlich manuell. Dann kann ich mir den Schärfebereich hier mit dem Einstellring selber bestimmen und muss mich nicht auf den Autofokus verlassen. Und dann habe ich mir noch einen Selbstauslöser von 2 Sekunden eingestellt, sodass ich, wenn ich auslöse, die Hände von der Kamera wegnehmen kann und so jegliche Verwackler vermeide und somit dann ein gestochen scharfes Bild bekomme. Vorne auf meine Linse habe ich übrigens noch einen sogenannten Polarisations- oder kurz Polfilter genannt draufgeschraubt. Das hat einfach den Sinn und Zweck, dass ich hier diese leichten Spiegelungen vom Himmel bedingt von der Wasseroberfläche minimieren kann. Das spart natürlich so ein bisschen Zeit in der Nachbearbeitung.
Ja, dann mache ich jetzt einfach mal die ein oder andere Aufnahme und verändere immer mal so ein bisschen die Position, probiere verschiedene Sachen aus, gucke auch, dass ich mit verschiedenen Brennweiten rumexperimentiere. Ich gehe jetzt mal komplett zurück auf 17 mm und dann habe ich natürlich mit dem Zoom die Möglichkeit, den Bildausschnitt immer so ein bisschen zu verändern. Und das würde ich jedem empfehlen, einfach mal so ein bisschen auszutesten, welche Perspektive ist interessant, welcher Bildausschnitt bietet sich an. Vielleicht, dass man auch wirklich die Position zwischendurch verändert. Und so finden sich immer neue, spannende Perspektiven und Ansichten. Ja, jetzt kommt tatsächlich die Sonne noch mal richtig raus. Dementsprechend sind jetzt hier auch viele Spaziergänger unterwegs, teilweise mit Hunden, was die Arbeit hier jetzt natürlich so ein bisschen erschwert ist, aber kein Problem, der Wald ist groß genug. Ich packe jetzt einfach meine Kamera noch mal ein und ziehe so ein bisschen weiter und ich bin ganz zuversichtlich, dass sich da das eine oder andere schöne Motiv noch finden lässt. Wie versprochen wechseln wir jetzt einfach nochmal die Location. Das Schöne hier im Stadtwald von Bottrop ist nämlich, hier gibt es überall im kompletten Waldgebiet verteilt mehr oder weniger große Bombeneinschlagskrater. Die sehen dann so aus wie dieses hier hinter mir. Das ist jetzt aber ziemlich mickrig. Ich kenne eins, das macht schon ein bisschen mehr her. Und da gehen wir jetzt einfach mal hin, würde ich sagen. Sind wir nämlich auch schon fast da. Wo nämlich im Zweiten Weltkrieg die Fliegerbomben runtergekommen sind, sind heute noch die Einschlagslöcher oder Krater vorhanden. Und die haben sich natürlich im Laufe der Zeit mit Regenwasser, Grundwasser angefüllt. Und zu unseren Gunsten ergibt das ganz schöne Fotomotive. Und hier haben wir eins von diesen größeren Löchern. Das habe ich schon öfter mal fotografiert, weil das hat so einen gewissen Blair Witch-Charakter mit diesem sumpfigen Wasser. Ich packe die Kamera jetzt einfach nochmal aus, suche ein paar schöne Perspektiven. Und ihr guckt mir einfach dabei zu, würde ich sagen. Wichtig für unseren Bildaufbau, insbesondere in der Landschaftsfotografie, ist, dass man sich immer einen gewissen Bezugspunkt sucht. In dem Fall ist das die Wurzel, die hier so aus dem Wasser rausragt. Und somit habe ich ein Vordergrundobjekt, gerade wenn ich sehr weitwinklig arbeite, das den Blick des Betrachters auf sich lenkt, sozusagen ins Bild hineinführt und für einen klaren Bildaufbau sorgt. Ja, und gerade hier macht sich heute der Einsatz von dem Polfilter wirklich bezahlt, weil wir haben es tatsächlich mit schwierigen Lichtverhältnissen zu tun. Der Himmel ist heute relativ hell, dadurch ergeben sich natürlich ganz viele Spiegelungen auf der Wasseroberfläche und die so ein bisschen zu minimieren ist ohne Polfilter fast unmöglich. Ja, um möglichst viele von diesen Reflexionen des Himmels rauszukriegen, bin ich jetzt noch mal ganz weit runter gegangen. Wirklich die Knie benutzen, auch mal ruhig nass werden. Mein Stativ steht schon mit einem Bein hier in dem Wasser drin. Der Schwerpunkt sollte wirklich darauf liegen, am Ende ein schönes Motiv mit nach Hause zu bringen. Ich arbeite hier, wie gesagt, sehr weitwinklig mit einer Brennweite von 17 mm. Dadurch ergibt sich natürlich eine extreme Perspektive. Würde ich jetzt nicht jedes Mal machen, aber ab und zu bietet sich sowas an. Ja, und damit ihr mal seht, was am Ende des Tages so ein Polfilter tatsächlich kann, habe ich euch jetzt mal einfach ein Bild reingepackt mit neutralem Polfilter. Das heißt, ich habe den so weit zurückgedreht, dass die Wirkung gleich 0 ist. Und jetzt versuche ich mal durch Drehen des Polfilters die Spiegelung der Wasseroberfläche so weit zu minimieren, wie es geht. Ich mache nochmal ein Foto und den Vergleich blende ich euch jetzt ein. Ja, das sieht doch schon mal ganz vielversprechend aus, zumindest auf dem Kameradisplay. Ich packe jetzt meinen Kram zusammen, wir gehen zum Auto, ich fahre nach Hause, mache mir noch ein Käffchen, ziehe dabei die Bilder auf den Rechner und dann gucken wir mal, wie das Ganze in der Nachbearbeitung aussieht.
Kommt doch einfach noch ein bisschen mit, guckt mir dabei zu. Ihr seid mir ja tatsächlich hinterhergekommen. Umso cooler. Ich bin nämlich mittlerweile zu Hause angekommen, habe mir die Bilder in Lightroom reingezogen und das Wichtigste ist natürlich jetzt erstmal ein Schluck Kaffee. So lässt sich's arbeiten. Okay, Lightroom habe ich schon geöffnet. Warum arbeite ich mit Lightroom? Keine Ahnung, ist wirklich am effektivsten für mich. Ich habe verschiedene Software ausprobiert. Ich komme mit Lightroom am besten klar. Ihr könnt natürlich alternativ auch mit anderer Software arbeiten, wie zum Beispiel Lightroom CC, Photoshop, Adobe Camera Raw, Lumina ist jetzt ganz neu draußen. Oder jegliche andere kostenpflichtige oder kostenlose Software. Einfach mal kurz googeln, Bildbearbeitungssoftware, und ich denke mal, da werdet ihr mit Angeboten überhäuft. Ich habe mir die Bilder, die ich heute gemacht habe, schon mal in die Bibliothek von Lightroom importiert, und da ist ein Bild, was mir besonders gut gefällt. Das öffne ich jetzt mal, indem ich hier oben auf Entwickeln gehe. Und zwar ist das dieses Bild von diesem umgestürzten Baumstamm oder Ast, der hier auf die Wasseroberfläche ragt. Und dieses Bild gefällt mir ganz gut durch die diagonale Ausrichtung des Baumstammes. Dadurch haben wir natürlich so eine Art Führungslinie. Wir werden ins Bild quasi reingeführt, wie ich vorhin beim Fotografieren schon mal erwähnt habe. Und das macht bei der Landschaftsfotografie durchaus Sinn. Was noch besonders ist an diesem Bild, ist natürlich die Spiegelung hier auf der Wasseroberfläche. Damit haben wir quasi den Wald fotografiert, ohne tatsächlich den Wald fotografiert zu haben, sondern nur die Spiegelung der Bäume. Und dann ist natürlich noch interessant der Kontrast von der sehr glatten, spiegelnden Wasseroberfläche hier zu der Struktur der Baumrinde. Und weitere Struktur ergibt sich hier durch die Blätter, die da noch am Bildrand liegen. Und um den Kontrast noch zu erhöhen und die Bildwirkung dadurch so ein bisschen dramatischer zu machen, habe ich mit den Farbkontrasten noch so ein bisschen rumgespielt. Wenn ich mir das Bild angucke, dann sehe ich hier schon lila, blau, kalte Farbtöne, und dann hier auf der anderen Seite, bedingt durch die Blätter, habe ich eher warme Farbtöne, Erdtöne, Orange-Rottöne, und das Ganze kann man natürlich noch so ein bisschen auf die Spitze treiben. Ich zeige euch jetzt mal, wie das Ganze aussieht, nachdem ich es bearbeitet habe. Wirkt jetzt auf den ersten Blick krass, aber so viel habe ich tatsächlich gar nicht gemacht. Ja, der erste Schritt ist die Komposition so ein bisschen gerade rücken. Ich kann euch das hier mit dem Shortcut R mal einblenden, was ich da gemacht habe. Und zwar sieht man hier die Unterteilung in Drittel. Ich habe das Bild insgesamt so ein bisschen beschnitten, auch etwas gedreht, das sieht man hier unten. Und dadurch liegt dieser Punkt hier schön auf den Schnittpunkt von diesen Drittellinien. Das ist immer ganz interessant. Ich blende es mal wieder aus, indem ich die R-Taste erneut drücke. Und dann gucken wir uns einfach mal an, was ich hier sonst noch so gemacht habe. Die Belichtung habe ich so ein bisschen erhöht, den Kontrast ein bisschen. Dann ziehe ich immer die Lichter runter. Gerade bei so spiegelnden Oberflächen ist das ganz gut, wenn man nicht zu viel von den Lichtern drin hat. Im Gegensatz dazu habe ich die Tiefen so ein bisschen erhöht, dass die Struktur des Baumes hier so ein bisschen besser rauskommt. Ich habe mir einen Weiß- und einen Schwarzpunkt gesetzt, die Klarheit ein bisschen erhöht. Insgesamt die Dynamik auch so ein bisschen erhöht. Sättigung habe ich gar nicht großartig viel dran gemacht. Und dann habe ich hier mit der Luminanz so ein bisschen herumgespielt. Obligatorisch schärfe ich das Bild immer so ein bisschen nach. Das solltet ihr immer machen, wenn ihr mit RAW-Dateien arbeitet. Dann sieht man hier nochmal, dass ich so eine leichte Vignette über das Bild gelegt habe. Das wäre schon wieder fast zu viel. Ich mache mal so einen Wert um die -17. Das sieht ganz gut aus. Man sollte es nie übertreiben. Und die größte Wirkung erziele ich tatsächlich, indem ich hier in dieses Menü Kalibrierung gehe. Das wird von vielen gerne vernachlässigt. Da kann man aber echt schöne Sachen mitmachen. Und zwar kann ich hier gezielt auf die RGB-Farben eingreifen und mit den Schiebereglern so ein bisschen die Bildwirkung verändern. Hier habe ich zum Beispiel den Blauton so ein bisschen mehr ins Türkisgrüne gekippt. Ich kann euch mal zeigen, wie das vorher aussah. Da ist das Bild relativ düster und eher ja, fast schon lila-stichig, sag ich mal. Und wenn ich den Wert jetzt so ein bisschen ins Negative ziehe, ich mache jetzt hier mal -33, dann ergibt sich dieser Ultramarin- oder türkisgrüne Ton. Und hier bei den Primärwerten für die Farbe Rot ziehe ich auch das Ganze mit -15 so ein bisschen ins Rotstichige, und dadurch bekomme ich einen schönen warm-kalt-Kontrast, was auch gleichzeitig ein sogenannter Komplementärkontrast ist. Das sind nämlich die Farben Blau und Orange.
Die liegen sich im Farbkreis gegenüber und bilden dadurch einen schönen Kontrast. Die Struktur habe ich hier noch so ein bisschen herausgearbeitet, indem ich eine Maske gesetzt habe, hier mit diesem Tool. Ich blende die mal ein. Mit dem Shortcut O blende es wieder aus. Ja, ihr seht also, so viel habe ich gar nicht gemacht. Das waren vielleicht 2-3 Minuten, wenn überhaupt, die ich jetzt hier noch in Lightroom nachgearbeitet habe. Ich brauche mehr Kaffee. Wenn euch das Ganze bis hierhin gefallen hat und genauso viel Spaß gemacht hat wie mir, dann würde ich euch bitten, auch wenn es abgedroschen klingt, diesen Kanal so ein bisschen zu abonnieren, zu pushen, zu supporten. Schreibt gerne Kritik in die Kommentare, gebt mir einen Daumen hoch oder einen Daumen runter, je nachdem wie gut es euch gefallen hat. Besucht auch gerne mein Instagram-Profil KaiSkiFoto, genauso wie dieser Kanal hier heißt. Und da könnt ihr mich natürlich auch gerne abonnieren, würde ich mich freuen drüber. Und genauso würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal vielleicht auch wieder dabei seid. Bis dahin sage ich erstmal Tschüss, Gen.